Ja, hallo und herzlich willkommen in Rheinsacher. Ich bin der Peter. Und ich bin der Roland. Und wir beide wohnen in dem Fachwerk Heisel. Da gibt es manches zu sehen, altes und neues, skurriles. Manche Leute sagen, es wäre wie in einem Museum. Geht einfach mal mit. So, jetzt gehen wir mal zuerst in unsere Küche. Ja, die ganzen Dinge, die hier in der Wohnung rumstehen, sind viele Sachen vom Flohmarkt. Und wir sind so richtige Flohmarktgänger hier in der Region und aber auch im Elsass. Ja, gerade im Elsass findet man wirklich schöne alte Sachen. So Erinnerungstafel, so regelrechte Einkaufsliste. Einmal auf Deutsch, was fehlt uns heute. Und unten dran das gleiche französische Aide-Memoire, wo man einstellen kann, was muss ich jetzt mal das nächste Mal in den Krämerladen gehen, auch wirklich mitnehmen. Ja, wenn wir so schöne alte Sachen finden, da kommen schon Gefühle hoch. Wenn wir jetzt hier mal gucken, an den Küchenschränkchen haben wir so kleine Emailschilder angebracht. Die Sache hat unsere Frau aus dem Dorf gebracht, da hat sie geklingelt und hat gesagt, du, es ist Sperrmüll gewesen und vorne an der Apotheke, da sind die kleinen Emailschilder gleich. Und da habe ich gleich an euch gedacht, da hätten sie. Und müssen wir ehrlich sagen, das ist so ein bisschen Gänsehaut. Also bei uns im Haus gibt es viel Altes, es gibt natürlich auch ein bisschen was Neues. Wir haben fließendes Wasser, wir haben Strom, wir haben frische Zutaten, wenn wir uns was kochen. Und wir selber sind eigentlich auch ganz neu. Ne? Was wir hier noch haben, ist ein Kachelofen. Der ist nicht alt, obwohl er so aussieht, der ist neu. Und zwar haben wir den mal gesehen in Rastatt und haben gesagt, das wäre was für unsere Wohnung. Und ist unser einzigste Heizquelle, die wir haben. Es dauert im Winter natürlich dann schon so 2 Stunden, bis es warm ist. Und ganz ehrlich, wir haben uns, wie wir gebaut haben, überlegt, machen wir da eine Heizgerberei in den Raum. Und dann haben wir uns bewusst entschieden, nee, es kommt keine Heizgerberei, weil dann wird man faul und dreht bloß aufs Knäppel. Lieber machen wir uns die Arbeit. Ja, es gehört dazu, es erdet auch. Und was man noch Tolles machen kann mit dem Ofen, da gibt es so Bettsteine, die legt man in den Ofen rein und dann anschließend ins Bett und dann bleibt die ganze Nacht er dann warm. Und das Haus selber ist ein neues Haus, wenn man ehrlich ist, was ebenfalls wie alt aussieht. Ich bin nebendran aufgewachsen, das ist mein Elternhaus. Gerade weil wir nebendran gewohnt haben, weil ich als Kind schon da war. Und wie wir das Heisel übernommen haben, da war mir schon klar, es ist eigentlich eine Ruine. Aber ich wollte das Haus nicht sterben lassen. Ich war in das Haus verliebt, ich bin in Fachwerk verliebt. Das hat Ambiente, das hat Seele. Und deshalb haben wir uns an die Arbeit gemacht, die Nebengebäude abgerissen, das komplette Haus entkernt, abgebaut, bis runter auf den Boden, alles weg. Und haben es dann wieder frisch aufgebaut. 2 Jahre lang hat es gedauert und es ist was entstanden, was wirklich einmalig ist. Der Esstisch zum Beispiel ist von meinem Urgroßvater väterlicherseits. Da hat der schon mit seiner Familie dran gegessen und da ist auch schon mal manches Donnerwetter geflogen. Wenn wir dann darüber gucken, das alte Sofa mit dem wunderschönen Jugendstilbezug stammt von den Großeltern mütterlicherseits. Und da kann man sich heute noch ganz wunderbar draufsetzen und den Tag genießen, so richtig schön, laissez-faire, laissez-aller. Ja, über der Couch haben wir so ein altes Regal mit ganz vielen Buntformen, so nennt man das in der Pfalz. Bei uns im Badisch hat man Kugelhupfformen und da kann man wunderbare Kuchen backen, das mache ich als ab und zu. Dann haben wir hier an der Ecke noch ein kleiner Altar. Man wird sich fragen, warum kauft man denn sowas? Aber es ist Kulturgut, da muss man nicht unbedingt christlich sein, aber es hat einfach was Besonderes. Wir gehen mal in die Gutstube. So hat man die Zimmer früher genannt.
Rheinsabern hat natürlich eine große Töpfertradition als römischer Töpferort und es scheint bei uns so ein bisschen in die Gene übergesprungen zu sein. Also wir haben so viele Dinge inzwischen, dass man sich bremsen muss, wenn man auf dem Flohmarkt ist, dass man nicht zu viel kauft, dass man es überhaupt noch unterbringen. Aber wenn wir schöne Dinge sehen, die nicht so arg groß sind und wir haben noch plötzlich dann was gekauft. Als wir vor ein paar Jahren in Altenstadt auf dem Flohmarkt unterwegs waren, haben wir das bleiverglaste Fenster gefunden und haben uns eigentlich im ersten Moment schon neu verliebt. Mensch, man könnte es doch statt einer Holzblatt als Verschluss von unserer Durchreiche einbauen. Und jetzt haben wir manches Interessante gesehen, da unten im Erdgeschoss. Und jetzt laden wir euch einfach ein, gehen wir mit auf in den zweiten Stock. Ja, und viel Geschichte, viel Historisches, die finden wir auch bei uns im Bad. Ursprünglich war der Raum in dem Haus von 1802 die Fruchtkammer. Wir haben es dann als Bad genutzt, in Stil eingerichtet, wie das Haus war, also mit alten Möbeln. Glanzstück jetzt im Badezimmer bei uns ist der alte Waschtisch, der ist noch von meiner Großmutter. Nachdem sie gestorben war, ist er jahrelang in der Werkstatt gestanden, da waren Schrauben drin und alles Mögliche. Und als wir dann 86 eingezogen sind, hat er sein zweites Leben gekriegt. Und wenn wir jetzt weitergehen, sehen wir auch gleich, dass wir ein bisschen moderner kombiniert haben. So, und jetzt sind wir in unserem Wohnzimmer. Hier halten wir uns im Winter besonders gerne auf. Im Sommer haben wir ein schöneres Wohnzimmer, unseren Garten. So, da sind wir. Und jetzt waren euch vielleicht wundern, warum wir das Haus blau gemacht haben. Ach, das ist ein Stickel von unserer Liebe zu Frankreich, zum Elsass. Im Bereich von Buchsweiler wird der blaue Farbstoff abgebaut. Also die Rose, wenn man morgens in den Garten kommt, da duftet es und da summt es. Das sind Bienen. Ganze Bienenvölker sind da in den Rosenblüten. Wunderbar, ganz toll. Ich sitze während dem ganzen Jahr dran, die junge Trieb, die bis zu 6 Meter lang waren, einkürze dort, wo es nicht passt. Und im Frühjahr brauche ich dann 2 geschlagene Tage, um die Rose wieder in Form zu bringen. Das Schöne bei uns zwei ist, wir haben nicht bloß einen grünen Daumen, sondern, Roland, wir haben 4 grüne Daumen. Wir werden jetzt mal zum Blauen Haus gehen. Das ist unser Highlight im Garten. Wir können keinen Urlaub machen, weil wir so viele Pflanzen haben. Wir haben etwa 300 Blumenkübel, die gegossen werden müssen täglich. Wenn es heiß ist, 2-mal. Und dann haben wir Tiere. Und da kann man nicht einfach in Urlaub gehen. Ja, und wenn wir da so gemütlich sitzen, dann kann man auch mal so in Erinnerungen schwelgen. Auch in Erinnerungen an unsere Katze, die wir gerade haben, die bei uns waren. Und die sind immer noch da. Da gehen wir jetzt gerade mal nach auf unseren kleinen Katzenfriedhof. Erwähnen, wenn wir auf jeden Fall unsere Oma, die da liegt. Unsere Oma ist 26 Jahre alt geworden. Und wie sie dann gestorben ist, war sie fast mein halbes Leben bei mir.
Und wenn wir jetzt im Frühjahr im Garten schaffen und dann schoren, umgraben, dann findet man bei dem Umgraben Keramikscherben, nämlich römische Keramik. Davor muss man woanders ins Museum gehen. Rheinsaber war eine bedeutende römische Keramikmanufaktur und da findet man die Scherben einfach mal so im Garten. Und wissen Sie was? Unser Haus ist auf Scherben gebaut. Das gucken wir uns mal an. Kommen einfach mit. Der Keller ist 1802 mit dem Haus gebaut worden aus römischem Schutt. Die römischen Ruinen waren direkt hinterm Grundstück und dann sind die Bewohner einfach rausgefahren und haben sich bedient. Wie wir den Durchbruch gemacht haben, haben wir das Teil zum Beispiel gefunden. Ihr seht es ganz deutlich, das ist ein Griff von einem Amphore. Und wenn wir mal in die Wand reingucken, dort zum Beispiel das Runde, das ist eine sogenannte Brennhilfe. Das waren Hilfsmittel, kleine Werkzeuge, um in den Brennöfen die Keramik berührungsfrei stapeln zu können. Ja, jetzt hätte ich Lust, einfach euch noch was anderes zu zeigen, im anderen Haus, und zwar unsere Sammlung von Puppenstuben im Obergeschoss. Ja, und da oben war früher unser Speicher. Da haben wir noch der Ähren, das Getreide, die Frucht gelagert und getrickelt. Und heute sieht es hinaus ebenfalls nochmal wie in einem Museum. Hier haben wir eine Auswahl von Puppenstube, Kaufläden. Und hier haben wir was ganz Besonderes. Die hat mein Vater 1938 selbst gebaut, mit Inhalt. Die Puppenstube hat er für meine Cousine gemacht. Und meine Cousine war mal hier bei uns und hat dann diese Anlage hier gesehen. Hat gesagt, weißt du was, du bekommst die Puppenstube, die dein Vater mir mal gemacht hat, zurück. Ja, wenn man so umguckt im Raum, wird man feststellen, dass alles sehr sauber und ordentlich ist. Und das kommt daher, dass wir manche Tage, wenn es draußen regnet und schlechtes Wetter ist, richtig Lust bekommen zum Saubermachen. Dann wird der Radio eingeschaltet, schöne Musik gehört und dann wird alles von A bis Z alles sauber gemacht. Alles, was wir euch jetzt gezeigt haben, ist viel Geschichte, ist viel Erinnerung, Lebensfreude, Zufriedenheit. Ja, das ist unser Lebenswerk, kann man schon sagen. Schön, dass ihr bei uns wart, hier in unserem kleinen Museum in Rheinsabern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch mehr tolle Filme sehen wollt mit Wohnungen und Häusern, dann abonniert unseren Kanal oder klickt einfach hier. Tschüss!